einfach so ein bisschen berichten vor Ort, wie es aussieht bei unseren Freunden, was sie machen, wie sie sich durch die gesamte Corona-Krise organisieren und was sie für Vorkehrungen getroffen haben. Und natürlich auch, wenn wir nichtsdestotrotz auch vom Tauchen ein bisschen träumen und ein bisschen schwelgen können. Und von dort her freut es mich, dass jetzt hier der Jaco, der jetzt auf Schweizerdeutsch präsentieren tut. Und Jaco, zeig schnell, wer du bist. Mit Hand. Jetzt läuft leider kein Gesichtsfoto. Ich habe einfach nur meine Präsentationsslide jetzt dort. Also jetzt siehst du genau. Mal. Vielleicht ist es noch keine Gesichter anschauen. Und Danny Charlton vom Lembeh Resort and Critters Diving. Er ist extra aufgeblieben für die Präsentation. Er ist in Manado, also bei ihm ist jetzt morgen um 2. Und er hat sich extra die Zeit freigenommen, damit er jetzt hier für uns alle hier auch mit präsentieren kann. Ich will jetzt nicht lange euch auf die Folter spannen, sondern will gerade irgendwie das Wort übergeben an die beiden Herren. Jaco Smith vom Lembeh Resort und Murex Resort, bitte starten. Danke. Also heute zusammen, schön, dass wir uns jetzt so mit der ganzen Situation wieder so ganz kreativ können treffen. Ich gebe jetzt gerade die Wort an Danny über, dass er so die Anfang der Präsentation machen kann. Erzählt so ein bisschen von was alles jetzt so die letzten paar Wochen oder die letzten 2-3 Monate dort mal los ist und was die Leute dort gemacht haben und wie sie eigentlich alles jetzt vorbereiten für unsere neuen Gäste, die jetzt bald wieder zu uns kommen können. Danny werde die Präsentation am Anfang in Englisch mal durchgehen, da werde ich dann nachher übernehmen und etwas dann wieder erzählen vom Passport to Paradise. Danny, welcome. I've just quickly introduced you, so if you are ready to start, then you can start the presentation and I'll take over as soon as you get to that point. Go ahead, you could do the next slide, sure. The content. This is what we'll be going over this evening, these points. And next slide, you could start the video. It's a 6-minute video, just to get things going. Okay, wir haben einfach mal gedacht, dass wir jetzt mal so einspringen und dann einfach mal nass werden, sodass wir wirklich so in eine Taucherstimmung reinkommen. Darum will ich jetzt einfach mal so schnell ein Video abspielen, was Passport to Paradise ist. Die meisten von euch kennt natürlich die ganzen Programme, die wir eigentlich gemacht haben. Passport to Paradise ist natürlich ein geniales System, wo du in Nord-Sulawesi einfach 3 Orte tauchen und 3 verschiedene natürlich Erlebnisse haben, oder? Und jetzt spiele ich jetzt mal das Video ab und dann könnt ihr mal zurückgucken, schön atmen die ganze Zeit und dann schauen wir mal so, wie das ein Unterwasser aussehen bitte bei uns.
jetzt sind wir wirklich so in Tauchstimmung drin. Ich würde dann gerne jetzt an Robbie mal, also an Danny weitergeben. Er werde jetzt mal ein bisschen erzählen, jetzt, was jetzt so die letzten paar Monate bei Lembeh und Murex mal. Okay, Danny. Okay, thank you. Hello, everybody. These manuals, what you see on the left is for the resort, and the red one on the right is for the dive center. This resort is almost 60 pages long, and it covers everything we want to do when guests begin to return. We're using recommendations from the WHO, from CDC, from the Indonesian government, and this is a training manual that we're starting to implement on both sides. Next slide. And it's just a continuous small groups of training, 2 or 3 people at a time, and just comply. This here is our restaurant staff starting to comply with the different changes that need to occur. Next slide. And here also at Lembeh, this is training some of the dive guides from those dance standards that I was just talking about. So it's an opportunity to give a lot of training. That's one thing with this COVID, that because there's a lot of downtime. So we're using it to train staff. Go ahead. Yeah, so this is mechanics actually getting trained. We never trained, and they're really anxious to learn computers. Next slide. This is over some construction at Banca, and what I'm talking about are different things we're doing at the different properties during this COVID. So this is a little interesting. If you see on the left side, that big rock, and then to the right of that, those small rocks, and then to the upper right, we get the small rocks for construction by a guy with a sledgehammer. Normally he has a cigarette out of his mouth and just breaking those rocks. He's got a team of 4 or 5 people, and we pay them per cubic meter, and it just gives them work to do. And then we have our building stones on foundation stones and foundation wall stones on the property. Next slide. Here's at Banca doing retaining walls, and what you see that the skeleton of the building back there is the new dive center and photo center. Next slide. You see, though, on this slide how they're working further apart from each other. Yeah, people are fairly cautious. So we have farming projects on each property, and this is something we've been wanting to do. And the objective later is that we'll have farm to table fruits and vegetables for all our guests when they arrive. For now, it's a great way to keep people working and just get it going with composting and so forth. And this is all pesticide free. We've got a big problem here with these little grasshoppers. And so my wife, she found out a solution of clove and turmeric and actually dishwashing soap and water. You mix it in and you spray it every morning and eventually after about 10 days, they don't even come back anymore. So we're using no pesticides for all of this. Next slide. And here's some more training. This is what we're doing at Lembeh, and that's Helen on the bottom right for those of you who may know her at the restaurant in Lembeh. She's just going to town. She's really, really being so helpful. Next slide. Okay, and this is different repair work that we're doing at Lembeh Resort, the roofs, the boats, the restaurant. Next slide. And the Lembeh Foundation, some of you may be familiar with. So what's super important here is it is suggested people wear masks. And in this culture, the social distancing is a little bit difficult because they're so used to being close to each other. But for the most part, people are complying. But it's amazing, 90% of the people are wearing masks when you go out and drive through town. It's not a complete lockdown. But none of the malls are open, or maybe one store, the supermarket might be open in the mall. And so the Lembeh Foundation, through donations, is doing a lot of work. And the next slide. So what I thought was, when this happened, a lot of people
they boil their water, or what we were concerned about as in the villages, as the income begins to decrease, people might take a chance and start drinking unsafe water. So this is a Dutch technology. We shipped all these up from Bali. You can go to the next slide, but it's absolutely safe drinking water. These are the boxes. That's my wife Angelique and I. Next slide. And then getting them assembled, ready for distribution. That's what they look at. It's very simple. It's very effective. And then this is just going to the villages and different staff, and they're very appreciative of this because it saves them money. If they boil their water, they have to use gas. So it saves them quite a bit of money, actually, this safe drinking water. Next slide. And this is a video just to give you an idea of what's going on in the different cities as you enter as you enter into a new city. Go ahead, if you could play the video. This is just, I think, 1 minute. Yeah. So you'll see those washing air. Oops. Oh, go ahead, Jaco. Okay, the next slide is actually going to be the Lembeh Resort. There you go. And this is what we're doing at all the properties when people are entering now. Yep. So we're doing something similar at each property. People we have hand washing stations all around the property. So it's a busy time, even though we don't have guests, and it's heartwarming how cooperative all the staff has been. 99% of the staff. We've been doing pretty well. So we're taking care of our people as best we can, and we're doing a lot of cool projects in the meantime. So I'll bring it back to Jaco. Hey, super. Thank you, Danny. Thank you very much. Also, ja, das ist jetzt so ein kleiner Überblick, was alles jetzt so in Lembeh und Indonesien, Nord-Sulawesi jetzt eigentlich so stattfindet. Viel Vorbereitung wäre jetzt gemacht, dort viel Sicherheitssysteme wären jetzt installiert, und es ist eigentlich jetzt interessant, wie die ganzen dort eigentlich zusammenarbeiten, eigentlich dort alles wieder ganz schön auf den neuesten Stand können bringen. Jetzt möchte ich gerne mal so ein bisschen über Passport to Paradise mal etwas erzählen. Also für die noch nicht die ganzen Systeme kennen. Also Passport to Paradise, wie ich gesagt habe, ist ein geniales System, wo man eigentlich in Nord-Sulawesi 3 verschiedene Orte können abtasten oder können tauchen. Und die 3 Orte ist natürlich genial. Also linker Seite fangen wir normalerweise bei Manado an. Also so auf der Karte sieht man einfach so die Hauptstadt von Manado. Dort fliegt man eigentlich direkt dort rein. Allgemeine Info: Manado ist ganz gut erreichbar mit zum Beispiel Singapore Airlines oder so, wo man einfach direkt zum Singapur fliegen.
und von dort dann nach Manado. Und das ist ein kurzer Flug. Und dann fangen wir eigentlich so eine linke Seite mit Murex Manado Tauchgänge zu machen und dann gehen wir über zum Banca, das ist die nördliche Insel, ganz in den Norden, dort sieht man Banca-Insel, dort werden nochmal so ein paar Tage dort gemacht und am Schluss dann ganz rechts die Insel Lembeh, wo wir dann so verschiedene Tauchgänge machen. Also Murex Manado ist eigentlich ein Pionier in die ganze Nord-Sulawesi-Teil. Die Pioniere hat dort alles angefangen 1988 und das ist eigentlich so die Grundstein vom Tauchgänge dort. Murex Manado ist auf dem Festland. Das ist ein geniales Foto, wo man eigentlich so überschauen kann, Richtung Bonaken Nationalpark. Das wäre dann der erste Ort, wo man dann so ungefähr 5 Tage dort könnte bleiben. Und Murex Manado hat so 15 schöne Cottages, wo wirklich so in einer ganz schönen grünen, sagen wir mal, so einer Jungle können eingebaut werden oder so, sind dort drin. Und natürlich all die Zimmer sind ausgerüstet mit normalen Klimaanlagen, warmen Dusche und alles, was üblich ist so in einem Resort. Vom Essen her ist natürlich extrem indonesisch orientiert. Dort wird einfach alles, was frisch auf dem Markt ist, wird dann für die Gäste dann vorbereitet. Wo wir jetzt auch angefangen haben, grundsätzlich, ist, dass wir jetzt mit der ganzen Corona-Seite nicht mehr einen Buffet-Style machen können, wo die Leute einfach selber nehmen können. Essen wird natürlich mit einem ganz schönen Menüsystem dann präsentiert und dann könnte man ihre Auswahl machen und dann wird einfach dann die Teller vorbereitet und so wird es dann auf einen Tisch dann vorbereitet, auf dem Tisch dann serviert. Also das heißt, die Buffet-Style verhindert dann, dass 4 Leute dann zusammenhocken und eigentlich viele Sachen dann anlangen. Und so könnte man auch dann die ganze System dann mit Corona dann vermeiden. Also das ist so die Region vom Manado. Man sieht eigentlich so Manado vom Festland. Und dann, wenn man überschaut, ist das Bonaken Nationalpark, was natürlich genial ist vom Manado-Seite. Es ist extrem schöne Tauchgänge mit einer Wand. Und dann haben wir natürlich ganz viele Schildkröten. Normalerweise fahren wir am Morgen in die nördliche Richtung rein. Dann tauchen wir jetzt dort bei Bonaken. Und dann machen wir dort 2 Tauchgänge, dann kommen wir wieder retour für Mittagessen und vielleicht am Nachmittag könnte man entweder Hausriff bei uns machen und weitere Tauchgänge dann dort machen. Das ist so die typische Schildkröte, wo man dann bei Bonaken Nationalpark findet. Also das ist garantiert, das ist wirklich lässig, mit dieser Schildkröte zusammen zu tauchen. Es gibt natürlich wahnsinnige viel dort. Da sieht man wirklich so die Riff, wo so eine Wandtauchgang ist mit riesen Schwärmen vom Fisch natürlich, das wo natürlich interessant ist. Jetzt würde ich gerne so ein kleines Video mal abspielen, was Bonaken unter Wasser eigentlich passiert. Also genießt noch den kleinen Clip. Also so eine kleine Intro, was man jetzt eigentlich so mit Bonaken haben kann. Natürlich mit dem Festland haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass man natürlich auch so einen Ausflug machen kann. Also die Nord-Sulawesi Highland Tour ist extrem bekannt für die Region, wo man dann so die verschiedenen Vulkane anschauen kann. Und dann könnte man auch so die Nationalpark auch anschauen in der Region. Das ist ein ganz schöner so ein letzter Tag, wo man eigentlich nicht mehr tauchen kann. Das ist natürlich ein genialer Ding. Dort können wir wirklich so die Tarsius, der oberlinks sieht man ein ganz kleine Tierliste oder so ein Urwald, das ist die Tankoko Nationalpark, könnte man dort auch all die verschiedenen Tierleben dort dann anschauen. Dort. Also, dann, was dann passiert ist, wenn man dann so 5 Tage bei Murex Manado dann fertig ist mit all den Schildkröten und Highlands Tour, dann machen wir so quasi einen Weg, wo wir dann vom Manado mit einem Boot Richtung Banca fahren. Was jetzt interessant ist, es ist nicht ein normaler Bootstransfer. Das heisst, man macht auch 2 Tauchgänge unterwegs. Es ist ein ganz normaler Tauchtag, statt einfach wieder retour zu kommen zum Festland.
enden wir natürlich da bei Murex Banca. Murex Banca ist so eine tropische Robinson-Insel, Robinson-Crusoe-Insel. In 2002 ist es geöffnet. Es ist ein genialer Ort, um einfach dort vom Strand zu sein, einfach direkt vorne am Strand einfach auf dem Riff können schnorcheln oder einen Hausriff machen. Und wir haben natürlich extrem viele Möglichkeiten, von dort aus dann wieder ein paar Tauchgänge zu machen. Banca hat vorne vom Strand haben wir 13 verschiedene Cottages, wo man einfach direkt vorne am Strand wirklich so einen schönen Meeresausblick haben kann. Und dann haben wir jetzt auch angefangen, komplett umbauen dort bei Banca. Und das ist jetzt die neue Hillside Cottages. Das ist so im Hang oben hineingebaut, wo man dann wirklich dann so über die ganze Meer rausschauen kann. Man sieht eigentlich, es ist hochmodern, extrem ökologisch aufgebaut. Also das ist natürlich auch mit Solar drin. Und das heißt, es ist auch extrem eco-friendly, dass man dort können. Das ist so ein System, das extrem viel Geld gekostet hat. Aber jetzt habe ich wirklich gesehen, dass unser Solarsystem fast 20 Stunden pro Tag Strom liefern kann. Und das heißt, dann müssen wir gar nicht so Benzin brauchen und Generators einfach dann laufen lassen. Also das ist jetzt wirklich eine extrem gute Investition von uns dort. Auch dort ist natürlich Essen natürlich extrem indonesisch orientiert, natürlich Hammer zum Essen dort. Dort haben wir auch wieder das System jetzt angepasst, dass es nicht mehr an einem Buffet-Style ist. Also das heißt, es werden wieder ein Menüsystem geben, wo wir dann einfach dann an einem Menü können auswählen und die Küche werden das dann alles vorbereitet und dann wäre das dann so ganz schön serviert. In der Region von Banca ist natürlich 30 plus Tauchgänge möglich oder Dive-Sites möglich und die sind wirklich innerhalb von ein paar Minuten weg von uns. Die Guides ist natürlich extrem optimiert zum Schauen, was man unter Wasser findet. Und sie hat natürlich auch alles dabei. Ein geniales System ist, wenn Sie unter Wasser irgendwo etwas sehen, dann wird es dann aufgeschrieben und dann unter Wasser dann gezeigt. Also man weiß ganz genau, wo alles war. Und dann am Schluss könnte man einfach so ein Foto machen von den ganzen Tafeln, wo alles dann gesehen ist unter Wasser. Weil Banca natürlich so die nördliche Spitze vom Nord-Sulawesi ist, haben wir natürlich so eine kleine Strömung übers Verlies, was natürlich genial ist für die Riff. Natürlich Plankton kommt rein und dann haben wir so weißspitzene Riffhaie dort und das ist auch natürlich extrem schön mit Weichkorallen. Das ist jetzt so eine Kombination von extrem schönen Korallenriff, aber dann gehen wir auch langsam so in einen Kritterbereich, das heißt in kleinen Tierli-Bereich hinein, wo man dann auch so Muckdiving könnte machen. So ab und zu haben wir auch den Dugong, der vorbeikommt. Das ist natürlich Hammer, wenn man so etwas unter Wasser sieht. Das ist eine ganz lässige Erfahrung natürlich mit dort. Das natürlich, die Korallen sind extrem gesund, also wirklich, man merkt das auch. Das ist wirklich so von der Strömung, was dann dort reinkommt, wo wirklich die Riff extrem gut könnte helfen, also wirklich gut behalten dort. Jetzt ist so ein kleines Video, wo man eigentlich so unter Wasser in Banca anschauen kann, wieder so ein kleiner Clip. Also genießt die nächsten 2-3 Minuten.
voilà, das ist jetzt so ein bisschen vom Banca. Man sieht eigentlich der Weichkorallen, es wahnsinnig gute Qualität, farbig natürlich extrem lässig, dort Tauchgänge zu machen. Dort. Also es geht nicht nur um Tauchgänge dort natürlich, man könnte auch natürlich entspannen vorne direkt am Strand, so ein schönes Bild dort, wo man dann zurück über dem Festland schauen, so links in die Ecke, so die Nationalpark, also wir sind nicht weit entfernt. Wir haben auch gesehen, dass wir sind direkt vorne am Strand, also es ist extrem perfekt für eine Nachmittagsschnorcheltour oder schnell vom Riff können schnorcheln mit der Familie. Es ist extrem einfach, dass man einfach direkt vom Strand einfach reingehen kann. Und natürlich gibt es auch so Stand-Up-Paddleboards, wo man dann einfach so ein bisschen von mir raus paddeln und einfach Umgebung geniessen. Oder direkt am Strand einfach liegen. Wäre natürlich auch machbar. Einfach entspannt. Einfach dort schauen. Man hat extrem schöne Wolkenformationen, die einfach dort so stattfinden über die ganze Insel. Und dort vom Banca sieht man es extrem gut dort im Hintergrund. Gut, dann habe ich auch mit einem Partner, Ocean Gardener, also das ist so Korallen, Farming, wo man so Korallen könnte, ja, wie ein Bauer einfach wachsen lassen und so. Das haben wir jetzt zusammen gemacht mit unseren Partners und wir haben beide unsere Guides und Tauchlehrer ausgebildet für das dort. So Coral Farming ist eigentlich so, wo man so ein Stückchen Korallen von einem bestimmten Ort wegnehmen kann und dann so auf ein Gittersystem unter Wasser verbinden und so wachsen sie natürlich viel schneller und dann können wir dann wieder auf die verschiedenen Orte dann wieder so quasi transplantieren oder wieder dort anbringen. Unsere Banca Coral Farm macht extrem gute Fortschritte. Jetzt haben wir so ein paar Gittersysteme in bestimmten Orten gemacht und ich meine Bilder von 3 Monaten, es ist wirklich wahnsinnig, was dort eigentlich stattfindet. Und das ist nochmals, das ist, weil Banca in einem genialen Ort ist, wo so kleine Strömungen durchkommen, wo natürlich all diese Plankton Wasser reinbringen und das ist dann perfekt für Korallen zum Wachsen und so. Das wird eigentlich so über die ganze Welt jetzt momentan extrem populär, so dass wir eigentlich unsere Korallen können schützen und auch können helfen, dass es nicht komplett verschwindet. Wir sind konstant daran, natürlich jetzt neue Gitter aufzubauen für unser Korallensystem. Gut, dann, wenn wir nicht so bei Murex Banca nach 5 Tagen sagen, gut, das ist jetzt super, jetzt möchte ich gerne so etwas Kleines anschauen, dann fahren wir dann vom Banca mit einem Boot wieder so ungefähr 1,5 Stunden, fahren wir dann wieder Richtung Lembeh. Nochmals machen wir 2 Tauchgänge unterwegs, das heißt, es ist ein ganz normaler Tauchtag für uns dann. Aber dann am Abend sind wir dann eigentlich bei Lembeh Resort. Lembeh Resort ist in den Lembeh Straits, es ist eine Insel, die heißt Lembeh. Unser Resort ist natürlich so in einen ganzen Hang wieder hineingebaut. Das ist ein ganz schönes Foto, wo man einfach so die Boote sieht man dort so rechts. Dort haben wir so einen wirklich ganz schönen Poolbereich und dann sieht man eigentlich nur 2, 3 kleine Bungalows, eine ganz große vorne, wir kommen gerade dazu und die Rest sind einfach so hinten in die ganze grünen Bereich hineingebaut. Da sieht man wirklich so den inneren Bereich, wirklich so mit einem Pool vorne, Liegestuhl, links haben wir so unsere Tauchbasis und rechts hinten ist dann der Restaurantbereich dann dort gemacht. Dort haben wir auch komplett neu umgebaut. Das sind unsere Cliffside Suite, das ist so eine private Villa, die man mieten kann. Das ist für 2 Personen, das ist ein Wohnung quasi. Man hat so einen linken Bereich, haben wir einen Schlafbereich und dann die hinteren Teile so einen Wohnbereich. Könnte man theoretisch dann vom Wohnbereich Richtung Schlafzimmer schwimmen, wenn man denkt. Also es ist wirklich eine schöne Erfahrung dort. Innen haben wir einen wahnsinnig schönen Blick über die Lembeh Straits und das ist so eine einmalige Situation, also eine einmalige Erfahrung. Das ist natürlich genial. Perfekt so für eine Flatterwoche-Event dort. Dann haben wir unsere Luxury Cottages, das sind alles jetzt auch in den letzten Jahren komplett neu renoviert, extrem auch auf dem neuesten Eco-Standard gemacht, oder? Dass das nicht so extrem Klimaanlagen benötigt zum Abkühlen, dass es lange auch kühl bleibt. Dort haben wir 13, was wirklich so vorne am Kanton ist. Und dort ist ein ganz schönes Foto, wo einfach so, ich kann mal zeigen, wie das wirklich ganz schön so in die ganze Hang hereingebaut ist dort.
Dann haben wir hinten unsere Garden Views, die sind extrem populär auch bei Tauchern. Sie wollen natürlich viel mehr Geld vom Tauchen spendieren, aber das ist auch, die Zimmer sind extrem schön auch renoviert und natürlich mit allen benötigten, also Sachen, die man nötig hat, so in einem Zimmer. Ganz schön auch zum dort entspannen. Das ist ein ganz schöner Blick am Abend vom Pool her. Also es gibt wahnsinnige schöne Sonnenuntergänge, wo man wirklich so vorne hocken und das anschauen. Es ist genial zum dort hocken nach dem ganzen Tag Tauchgänge. Das ist nochmal so wieder unser Essen, wo wir jetzt wieder in Lembeh wieder können haben. Das wird alles so eine, so, wie sagt man so, European Fusion, aber es ist extrem indisch orientiert auch, aber es ist auch von einem ganz hohen Standard. Nochmals wäre so ein Buffet-System nicht vom Leuten bedient, das wäre jetzt vom Mitarbeiter parat gemacht und dann wieder serviert vom Tisch dort. Dort haben wir natürlich auch eine voll Cocktail-Lounge, wenn wir am Abend dann so einen Sunset-Drink machen wollen. Dort könnt ihr die Staff euch wirklich gut bedienen. Und dann haben wir natürlich ganz viele Boote dort, nur etwas mit dem Boot. Das Boot ist wirklich extrem bequem. Wir machen normalerweise so 4 bis 5 Leute, sagen wir mal, pro Guide, dass wir nicht so eine riesen große Gruppe dort haben. Und Boote sind alle auch mit WC drauf und frisches Wasser, Kaffee, Tee und dann also auch so einen Nassbereich und einen Trockenbereich dort. Extrem bequem zum drauffahren. Es ist wirklich schön gemütlich, dort wegzufahren. Dann haben wir auch in Lembeh, auch bei Banca und auch beim Manado, haben wir natürlich auch so ein Fotografiezimmer, wo jede Gäste seine eigenen Kameras können hinstellen und dort können aufladen, Batterien aufladen oder putzen und so Sachen. Also da sieht man, jeder Gast hat so seinen eigenen kleinen Bereich mit verschiedenen Steckers dort oben und am Abend wäre das natürlich dann zugemacht, dann ist es ganz schön sicher dort weggestellt. Dort. Unsere ganzen Kameras in Lembeh haben wir dort in 2009 haben wir das aufgemacht und im September 2019 hat es dann eigentlich vom Backscatter, ist eine extrem gute Kameramanufaktur, wo eigentlich jetzt unser Authorized Photo Center ist und dort werden natürlich jährlich extrem viele Fotoshoots und Fotowettbewerbe werden dort dann stattfinden. Da sind so unsere Fotopros. Und dort gibt es natürlich auch die Möglichkeit, zum Kamera also mieten oder auch einen Profi-Speciality-Kurs zu machen, dass man einfach so eine Ausbildung machen mit unseren Fotopros dann zusammen. Wir haben auch einen Mitarbeiter von uns, Dimpi, sie hockt jetzt gerade da vorne mit dem Rücken zu uns, ist eine Marinobiologin und sie ist konstant unsere Guides am Ausbilden. Es ist wahnsinnig, wie die Kenntnisse sind von diesen Mitarbeitern oder von unseren Guides. Sie kennt jeden Nacktschnecken auf ihren lateinischen Namen. Sie weiß ganz genau, was, wo, wie. Und also, dass wenn man so einen Tauchgang mit unseren Guides macht, dann muss sie gar nicht wegschwimmen. Du musst einfach direkt mitschwimmen, dass wir schauen, was sie dort alles finden. Das ist jetzt unsere Ausbildung, die wir natürlich dann mit unserer Marinebiologin dann machen, dass sie einfach genau wissen, wo alles ist unter Wasser dort. Dann haben wir natürlich direkt vorne an Lembeh unser Resort, das ist auch eine ganz schöne Hausrift, also wo man dann einfach so am Nachmittag oder jederzeit einfach vorne selbstständig mit der Kamera oder einfach nur ohne Kamera können reingehen und einfach die Unterwasserwelt können dann geniessen dort unten. Und was ist jetzt Lembeh? Es ist so bekannt so für Muckdiving. Muckdiving ist eine Terminologie, wo man sagt, das ist so ein schwarzer Sand, wo man dann ganz kleine Sachen findet. Also der Bild jetzt momentan ist ein Blue Ring Octopus. Es ist eigentlich ein ganz kleiner Oktopus. Er ist ungefähr, sagen wir mal so 2 Zentimeter groß. Und das sind so kleine Critters, kleine Sachen, die man dann unter Wasser findet. Das heißt, man schwimmt wirklich so innerhalb von 2-3 Quadratmeter, findet man extrem kleine Sachen. Da haben wir so eine Hairy Frogfish, das ist auch extrem klein, wo man dann so vom Boden findet.
Und zum Beispiel der Flamboyant Cuttlefish, also so ein kleiner Tintenfisch, was extrem so wie eine spanische Danse, so wirklich so verschiedene Farben können wechseln und so. Und die sind extrem klein, die sind auch so irgendwo 2-3 Zentimeter groß. Das ist so die typischen Tauchgänge, die man dort machen. Und das ist so der Unterschied, wenn man so der Passport to Paradise macht. Das heißt, dass man so in Manado anfangen mit grossen Riffen und riesen Wandtauchgängen mit Schildkröten. Und dann geht man so langsam nach Banca. Banca hat dann wirklich so ganz schöne Weichkorallen, aber man merkt auch so kleine Sachen wieder. Und dann Lembeh am Schluss dann mit den Critters, wo man dann einfach dann die könnte dann anschauen, dann am Schluss dort. Jetzt will ich einfach so ein kleines Video auch vom Lembeh abspielen, dass man einfach so schauen kann, was finde ich unter Wasser und wie sieht das eigentlich dort aus. Also viel Spaß. Ah, super. Also das sieht man so wirklich so Lembeh Resort. Man merkt einfach so die ganz kleinen Nacktschnecken, die ganz kleinen Sachen. Also das ist extrem schön. Wir haben auch in den letzten paar Monaten, in den letzten paar Jahren haben wir so Schwarzwassertauchgänge gemacht, Bonfire Dives, Blackwater Dives. Das heißt, man fährt einfach so in ein offenes Meer rein und wird dann mit Licht einfach so in dunklem Wasser einen Tauchgang machen. Und das ist eigentlich unglaublich, was man eigentlich neben so einem Meter weg könnte anschauen. Es sind alles ganz kleine Sachen. Jetzt so ein paar Fotos zum Beispiel. Es ist so ein kleiner Stängel im Wasser mit so einer ganz kleinen, man sieht so wie eine Flamboyant Cuttlefish aus oder so eine Tintenfisch, aber extrem klein. Und die treibt einfach in der dunklen Wasser, treibt es einfach um. Das ist so eine ganz kleine Fisch. Ich kenne den Namen leider nicht. Vielleicht kennt einer das, da könnt ihr uns dort so im Chat reinschreiben. Aber das ist so der Bonfire Dives, der Blackwater Dives, komplett in dunklem Wasser, einfach in offenes Meer. Das sind alles so Planktonbereich-Sachen. Die sind extrem klein, aber wahnsinnig, wenn man das fotografieren kann. Wirklich glasdurchsichtig, extrem, extrem schön zu machen. Das haben wir jetzt auch angefangen, ist extrem populär auch bei unseren Tauchern. Und das ist jetzt so der Passport to Paradise. Das heißt, man hat jetzt einfach so 3 Orte in Nord-Sulawesi, haben man das können abtasten. Und das könnte man so quasi in 14 Tagen oder 2 Wochen könnte man das machen, dass man wirklich in 2 Wochen 3 Orte könnten tauchen. Und so haben wir dann die Möglichkeit für Wandtauchgänge, so Richtung Manado, oder so wirklich Rifftauchgänge Richtung Banca und dann so rechts Muckdiving könnte man dort dann wirklich dann die verschiedenen Orte dann anschauen. Das ist so ein Mini-Teil dort. Ich will jetzt gerne wieder zu Danny jetzt übergehen und Danny werde euch dann so eine kurze Intro geben, was wir alles so mit der Lembeh Foundation dann auch machen. Danny, this is your part with the Lembeh Foundation. If you want to talk about there a little bit. There you go. Hi. Okay. So we started the Lembeh Foundation about 4 or 5 years ago, and they're doing a great job. And the objective of the foundation was to basically educate the local villagers and provide them with seed money for different projects. Next slide. Oh, yeah, so on the left there is an education center that we're in the process of constructing. And this is going to have a library. It's going to have a couple of computers. And on the right, you'll see we will take some
this is a guest, the son of a guest in there, and he went into the classroom, and he actually, this young fella had a project at his school, and he came to talk to the kids at the local school about it. It was a really, really eye-opening experience for the locals. Next slide. Yeah, so this here is a trash bank, which you see up in there. It looks like they set it up for a meeting, but it's a place for a trash bank. And then the bottom slides are just examples of what the locals are doing with the plastic that they find. And they are compensated by kilo and so forth. And yeah, it's working very well, the Lembeh Foundation. So, next slide. Now, this was taken, as you could see, in 2018 with no social distancing. This was the launching of one of the initiatives. We just put this in there. Can anybody guess what we mean by BC? Jaco? Also, this BC means before Corona. Ja, das heißt nicht before Christ oder before Computer, das ist wirklich before Corona. Also natürlich haben wir wirklich Spaß können haben. Die Sache hat sich natürlich extrem viel abgeändert. Ja. Yeah. It's been super successful for the villagers, for the resort and so forth. This we just launched. This is a way to donate to different causes. And if you look on the website for the Lembeh Foundation, you'll see the different packages that we have if people want to contribute and help us continue to educate some of the locals. Normally what happens is the guests do give donations when they're at the resort, but of course that's not possible right now. So we've just launched this. You can actually also purchase one of the water filters for a family if you'd like. And it's, there you go. Back to you, Jaco. All right, I think I jumped the slide there. Yeah, sorry. Here we go. Alright, okay. Jetzt sind wir fast am Ende von unserer ganzen Präsentation. Thank you, Danny. Thank you for waking up early in the morning to do this. So, jetzt ist das unser nächstes, unsere Sofa-Dive. Das ist so ein System, wo wir jetzt angefangen haben in Lembeh, wo man dann via Facebook einfach so verschiedene Tauchplätze können mitmachen mit einem Mitarbeiter oder mit einem Dive Guide vom Lembeh dort. Robbie und Nina werden dann auf WeDives Webseite einfach den Link noch bekannt machen auf der Facebook-Seite. Vielleicht könnte Danny noch oder Robbie noch nachher noch so ein paar Infos dort geben, wenn er Lust hat. Also unser nächster Sofa-Tauchgang findet statt am Samstag, also jetzt am dieser kommenden Samstag, 30. Mai, werden dann im Lembeh-Zeit dann am 4 Uhr stattfinden. Das ist natürlich 6 Stunden Unterschied dort. Dann könnt ihr dann vom Facebook-Seite das einfach jetzt mal wegmachen oder mitmachen. Ja, und dann für weitere Informationen steht natürlich unsere 2 Webseiten zur Verfügung dort. Entweder dort mit dem WeDive, viel Information haben die meisten Leute dort von euch dort auch, oder einfach auf murexdive.com oder lembehresort.com oder natürlich wedive.ch könnt ihr dann einfach so ein paar Informationen dort dann machen. Ja, also Robbie, kann ich jetzt wieder zu dir retour gehen. Ich weiß nicht, gibt es Fragen? Ich habe jetzt mal gemerkt, dort gibt es so ein paar Fragen. Wann kann man wieder nach Indonesien bzw. Lembeh reisen? Also Robbie, hast du dort das beantworten? Ja, danke, dass ich das gerne gerade übernehmen darf. Wenn das kann ich Stand heute nicht sagen, wenn wir wieder nach Indonesien gehen. Aber selbstverständlich hoffen wir, dass das auch bald mal wieder wird möglich sein. Heute ist ja der Bundesrat mit seiner Veröffentlichung gekommen, mit den weiteren Lockerungen. Wir wissen, dass auch die Swiss bald wieder wird die Flüge zumindest innerhalb Europa aufnehmen. Wir wissen, dass Singapore Airlines wieder Flüge, Transitflüge ermöglichen. Es geht was.
Aber es Stand heute können wir euch noch gar nicht klipp und klar sagen, ab wann dass es wieder wird können losgehen. Wir hoffen natürlich, dass jetzt die Lockerungsmaßnahmen je länger je mehr werden irgendwie kommen und dass auch in absehbarer Zeit dann wieder mal wird irgendwie, dass es wird machbar sein, dass wir wieder nach Südostasien, sprich logischerweise auch nach Manado, nach Indonesien reisen und fliegen und das wunderbare Ziel hier geniessen. Ja, ich sehe da bei den Kommentaren, da sind, wenn ich die schnell durchgehen im Chat rein. Ja, jemand hat geschrieben, die Bank ist so viel besser als Ganga. Ich will jetzt hier nicht werten, aber ich kann einfach nur so viel sagen, ich träume jetzt selber auch. Ich war vor einem Jahr in Bangkok und es hat mir extrem gut gefallen und ich kann das eigentlich nur unterstützen. Es ist ein wunderbares, schönes Ziel. Jemand beschreibt irgendwie, dass es ein wunderbares Traumresort ist. Indonesien, wenn kann man wieder reisen, haben wir beantwortet. Und Danke und Grüße sind auch noch gekommen. Einerseits von Klaus, andererseits von Raffi und der Elisabeth. Ich denke, wir haben es auch genossen, dieser Präsentation beizuwohnen. Danke vielmals für die Kommentare. Ja, ich habe schon gesagt, es war wunderbar gewesen, mit euch wieder ein bisschen zu träumen. Ich bin aber auch sehr beeindruckt vom was gemacht wird, alles vor Ort, wie ihr das managen. Das ist sicherlich auch Dennis seine Arbeit, die da dahinter steckt. Einerseits, dass sie jetzt da mit diesen Resorts den Ausbau, den sie bereits schon geplant haben, zum Beispiel im Murex Banca, im Murex Manado, dass die Ausbau von der Resort jetzt in dieser Zeit nutzen und bereit sind. Aber dass auch die Leute schulen, dass wenn es nachher wieder losgehen kann, dass alle Leute wirklich bestens geschult und trainiert sind, wie man sich verhalten muss, wie man sich muss irgendwie, den Gästen gegenüber irgendwie geben, dass man nachher nicht irgendwie einfach plump erwartet wird, sondern dass da wirklich professionelle Leute irgendwie dahinter stecken, die das euch dann als Gäste wieder können irgendwie empfangen. Und ich denke mir, in diesen Resorts, das kann ich selber aus grösster Überzeugung sagen, da sind wir wirklich wunderbar aufgehoben. Und von dort her denke ich, wenn es dann wieder losgeht, ist das absolut eines von diesen Zielen, die ihr euch schnell wieder mal irgendwie ins Auge fassen könnt. Was ich auch toll finde, ist die Arbeit mit der Nachhaltigkeit, mit der Lembeh Foundation. Ich denke mir, es sind wirklich ein paar ganz tolle, schöne Inputs und Informationen, die wir heute Abend dürfen erhalten. Ihr, die dabei sind, danke vielmals. Schreibt uns ein E-Mail, wenn ihr noch weitere Kommentare abgeben wollt. Und ich sehe, dass jemand sich auch noch bedankt. Vielen Dank für die sehr gelungene Präsentation. Ja, das denken wir auch, oder ich bin auch überzeugt, es war eine sehr umfassende, tolle Präsentation gewesen. Es hat wirklich so weit Spass gemacht. Ich gebe da vielleicht auch noch kurz einen Ausblick. Im Newsletter haben wir es bereits schon geschrieben. Die nächste findet in gut 2 Wochen statt, am 11. Juni, dann am 25. Juni und am 9. Juli. Abgesehen oder vorgesehen, wir werden jetzt noch genau irgendwie mitteilen. Ihr könnt sein, dass eine über Palau ist, von Sam's Tour. Eine wird Chris Heim von den Sea Explorers machen. Bei Vito ist im Gespräch. Wir schauen, dass wir mit Socorro auch mal in die andere Himmelsrichtung werden kommen. Wir versuchen jetzt im 2-Wochen-Rhythmus die Präsentationen abzuhalten, um euch wirklich das Gefühl zu geben, dass es wieder wird losgehen, dass es wieder kann losgehen. Wir sind bereit und ihr seht, dass auch unsere Partner absolut bereit sind. Und in dem Sinn und Geist sage ich einfach nochmal many thanks, Danny, for staying up for so long, and I wish you a good night. You deserve your sleep now. I hope you had some fun too. Yes. Good, thank you. And yes, thank Jaco, you.
Jaco, auch dir ganz, ganz vielen Dank für die Präsentation vorbereitet. Es hat wirklich Spaß gemacht mit euch allen. Und in dem Sinn sage ich danke vielmals, gute Nacht zusammen und tschüss wieder. Ciao. Thank you, Take care, everybody. Danke, merci vielmals und schönes Wochenende. Ciao zusammen, danke vielmals. Thank you, Andreas. Bye, Danny. Great to see you. Stay healthy. Likewise. Keep up Thank the good you. work. Yeah. Thank you. Hi, Nina. Okay. Hey, thank you so much. Hey, thanks, Nina. Das ist super. Merci vielmals. It was great. Thank you so much. Danke, Jaco. Thanks, Danny. Cheers, Nina. Yeah, it was absolutely stunning. I believe those that were here enjoyed it very much. And I believe all these people that were within the presentation take a good idea back home with it. And well, if you recorded it, Jaco, then we put it somewhere on Facebook or whatsoever. Sure. No, I have recorded it. Yeah, so it's we can maybe put it on there. No, that was great. Yeah. Great. Thank you so much. Yeah, You fabulous. be well. Okay. Robbie Okay, will be in touch. Thanks, Robbie. We, Good night. we stay. Yeah. Sorry. Robbie, can you send me Eddie's phone number? Who's Eddie's? Yeah, I will. Yep, cheers. That's great. Danny, I Good. hope you find back to sleep. I'm reading a good book, Nina. I'll be fine. In the morning, I'll go for a bike ride. We'll be good. Okay. Hey, cheers all. Bye. Cheers, guys. Have a good time. I'm going to end the presentation thing now, so you guys have a good night. Yeah. Okay. Good. Thank you, Take care. Jaco. Bye. Bye. Okay, bye-bye.